Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Als Gast kann ich Ihnen heute wieder präsentieren Frau Professor Dr. König, Infektionsimmunologin, und es geht um das Thema Covid. Am 15. März geht es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da laufen die Deadlines ab und von dem 16. bis zum 18. März soll im Bundestag in 3 Lesungen entschieden werden, ob es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt, ja oder nein. Und meine Patienten stellen mir immer wieder Fragen: Herr Doktor, was ist denn eigentlich damit? Wie ist denn das jetzt mit der Immunität? Was hat denn das alles so auf sich? Können Sie mich da beraten? Und da kann ich natürlich nicht andauernd reden. Deswegen machen wir heute ein Video. Seien Sie gespannt, gleich kommen die Antworten. Frau Professor Dr. König, herzlich willkommen. Hallo, Herr Dr. Wiechert. Die Frage ist natürlich, die alle Leute bewegt, vor allen Dingen unsere Kollegen und auch die Mitarbeiter in den Praxen: Was ist eigentlich mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht los und wie oft muss man sich gegebenenfalls boostern lassen? Wie lange hält eigentlich ein Genesenenstatus an? Warum ist der ausgerechnet in Deutschland nur 3 Monate gültig und in anderen Ländern Europas 6 Monate? Und ist 6 Monate überhaupt so eine Deadline, oder kann also ein Genesenenstatus nicht auch irgendwie länger dauern? Das sind so die Fragen, die immer und immer wieder gestellt werden. Und da würde ich gerne mit Ihnen zusammen ein paar Antworten finden. Vielleicht können Sie schon mal ein paar einleitende Worte zu diesem Thema an sich formulieren. Tja, es ist ein heißes Thema immer noch. Und es gibt auch jede Menge sehr gute Publikationen, die sich diesem Thema annehmen. Also ich rede dann also wirklich auch von Nature Science Cell, also wirklich sehr, sehr gute Sachen. Es gibt auch sehr viele Kollegen, die auch in diese Richtung durchaus etwas sagen. Und man muss natürlich auch dazu jetzt auch sagen, dass im Laufe der Zeit man sich immer wieder anschauen muss, was gibt es an Neuigkeiten, was haben wir vielleicht uns mal vorgestellt, was war unsere Idee, was hat man als These genommen und ist diese These jetzt wirklich noch so lebend? Also, oder müssen wir sagen, ja, das haben wir uns so gedacht, aber die Realität sieht doch etwas anders aus, ja. Bei der Impfpflicht waren Sie immer skeptisch. Haben die aktuellen Entwicklungen bei Omikron Ihre Ablehnung noch verstärkt? Ja, ganz klar, weil wir ja gesehen haben, dass wir weder vorhersagen können, welche Varianten noch am Horizont stehen und sich entwickeln, noch können wir sagen, wie gut der Schutz ist, wie lange der Schutz hält und ja, was für eine Immunität eigentlich erzeugt wird. Wir haben ja mehrere Arme der Immunität, also vereinfacht dann auch gesagt, dann haben wir die Antikörper und die T-Zellen, und wir nehmen an, dass die T-Zellen eher der Faktor sind, die vom schweren Verlauf schützen, während die Antikörper bei Omikron vielleicht nicht mehr ganz so gut binden, weil es ja eine Immunfluchtvariante. Daher, wenn wir jetzt eine Impfpflicht haben mit einem Impfstoff, der ja jetzt im Moment auch noch gegen das Original-Wuhan-Virus gerichtet ist, was gar keine Rolle mehr spielt, dann sehe ich eine Impfpflicht in der Tat skeptisch, sondern denke vielmehr, dass wir hier auch pragmatisch vorgehen müssen. Im ersten Schritt Genesenen und Impfstatus gleichsetzen. Im zweiten Schritt überhaupt erstmal bestimmen, wer in Deutschland eigentlich eine Grundimmunität hat. Da kann man eine gute Studie durchführen. Das ist jetzt auch nicht enorm teuer, sowas durchzuführen. Und im dritten Schritt kann man, wie das zum Beispiel auch Herr Stampe aus NRW vorgeschlagen hat, eine Beratungspflicht einführen für alle, die nicht geimpft sind oder nicht genesen sind. Also es zeigt sich ja, dass trotz Impfung sozusagen die Todesfallraten nach wie vor in den gleichen Altersgruppen geblieben sind und dass wir dadurch nicht irgendwie so einen Gamechanger erreicht haben, wo man sagen könnte, so jetzt ist die Impfung verabreicht und die älteren Menschen sind jetzt nicht mehr durch diese Erkrankung gefährdet. Die Statistiken zeigen ja durchaus, dass auch in den zwei- und dreifach geimpften Bereichen, insbesondere wenn man sich englische Daten dazu anschaut, die Todesfallraten keineswegs gesunken sind. Die Frage ist jetzt, was ist der Grund dafür, dass trotz guter Titer der Binding Antigen Units, getestet als neutralisierende Antikörper auf die Wuhan-Variante, diese Qualität der Antikörper, von der ja auch immer mehr Immunologen sprechen und gar nicht so sehr den Titer in den Vordergrund stellen,
zu erklären? Gut, das sind sicherlich, nicht nur sicherlich, das sind mehrere Faktoren. Und es ist leider nicht immer ganz so einfach, wie es vielleicht anhört. Es ist einmal, natürlich gibt es zuerst Untersuchungen, dass eine Antikörperantwort, also jetzt ganz allgemein auf eine Impfung, durchaus 6 Monate, 8 Monate anhält. Ja. Es hat sich aber gezeigt, dass das sicherlich bei gesunden Personen so ist, aber gerade diese vulnerable Gruppe, dass die eventuell gar keine Antikörper bildet oder sehr wenig bildet, sozusagen nicht genug, vielleicht um einen ganz schweren Verlauf natürlich zu vermeiden. Ja, das mag sein, aber dass diese Antikörper gar nicht in dieser Masse gebildet werden und dass sie dann an zweiter Stelle auch sehr schnell wieder abfallen. Also nicht diese 6, 8 Monate halten, sondern je nachdem, wann man auch geimpft wurde, also wenn man jetzt zum Beispiel im Frühjahr geimpft wurde, im Herbst alles schon wieder weg ist. Und da sieht man eben, dass eben die Antikörper, wie gesagt, oft nach 2 Monaten gar nicht mehr da sind, 3 Monaten dann auch keinen Schutz bringen können. Das ist sicherlich erstmal auch ein Punkt, den man jetzt erkennen musste. Ein weiterer Punkt ist auch, dass eben diese Antikörper natürlich im Blut gebildet werden, also IgG-Antworten sind und nicht jetzt unbedingt IgA sind, die auf den Schleimhäuten Wache schieben oder vorhanden sind. Sozusagen, dass also ein Virus erstmal bis dahin vordringen kann, ja, also erstmal bis ins Blut. Das heißt, er hat jede Menge Barrieren oder Abwehrmechanismen schon überwunden, bis diese Antikörper überhaupt wirken und dann da sind, ja. Und da sieht man eben auch, dass gerade bei der vulnerablen Gruppe eben diese erste Abwehrreaktion eigentlich gar nicht funktionieren, ja, dass sie gar nicht bis zu den Antikörpern, ja, dass wir die Antikörper brauchen ja bei dieser vulnerablen Gruppe, aber eben die ersten Abwehrreaktionen gar nicht vorhanden sind. So, dann hat man aber auch, ja, das ist eigentlich immunologisches Grundlagenwissen, aber man hat es jetzt auch erkannt, dass es auch für SARS-CoV-2 eben gilt, dass eben eine Antikörperantwort eben eine Antwort ist, die sicherlich sehr wichtig ist. Sie kann den ganz schweren Verlauf dann eben verhindern, aber es sind eben die T-Zellen, die entscheidend sind. Ja, und die Impfung ist induziert, ja, teilweise etwas die T-Zellenantwort, aber sehr schwächlich. Ja, das heißt also, das, worauf wir aber die bauen, und bei Coronaviren, also die T-Zellenantwort, wird durch die Impfung nicht unbedingt angeregt oder nur sehr gering. Ja. Das heißt also, die sogenannte Dreifachimpfung, die jetzt immer wieder gefordert wird, damit die C-Zellantwort entwickelt wird und damit auch die Qualität der Antikörper sich verbessert, würde auch bei der 3. oder 4. Impfung nicht besser werden? Da können wir gleich nochmal drauf sprechen kommen. Vielleicht noch also ein zusätzlicher Punkt ist eben, da die Impfung natürlich auf die Antikörper gesetzt hat, also das kommen wir gleich nochmal hin, ist und mit jeder Variante, also Antikörper sind sehr spezifisch für bestimmte Virusvarianten, für Spike-Proteine. Und sobald es eine andere Variante gibt, funktionieren diese nicht mehr oder nur zu einem sehr geringen Teil. Das heißt also, diese Variantenbildung haben wir gesehen, auch das war keine Überraschung. Sie kann schneller kommen, langsamer kommen, aber sie ist gekommen und mit Omikron jetzt natürlich vielleicht erstmal auf dem Höhepunkt. Und da sehen wir ja, dass die Antikörper, die beim Impfen, also gebildet wurden, im Moment nur so zu 30% nur neutralisierend wirken auf die Omikron-Variante, ja. Also nur sehr gering. So, das ist also erstmal auch noch ein Punkt. Also Sie sehen, dass verschiedene Punkte eingetroffen sind oder passiert sind, dass letztendlich wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, gut, wir müssen jetzt eigentlich wieder umdenken, ja, oder ganz anders denken. Wir haben also eine Impfung und wir wissen jetzt ja, dass also es wird jetzt festgelegt, es soll geboostert werden. Und wir wissen, dass die normale Bevölkerung oder einen bestimmten Rahmen einer Altersgruppe zu diesem Zeitpunkt noch einen sehr, sehr hohen Antikörpertitel hat. Ja, das wissen wir aus unseren eigenen Untersuchungen, wissen wir aber auch aus der Literatur. So, jetzt wird darauf natürlich geimpft und dann kann natürlich ein Booster-Effekt auch gar nicht so viel bringen, weil ja auch sofort die neuen Proteine, Spike-Proteine, die ja gebildet werden, ja sofort durch diese hohe Antikörper abgefangen werden. Ja, es ist ja alles noch die alte Variante, ist ja nichts Neues, ja. Das heißt also, wo soll dann noch eine Verbesserung sein? Also bei den Breiten der Bevölkerung. Das andere Thema, was natürlich immer wieder gesagt wird, ist, die Spike-Proteine selbst sind
ja gerade sind ja genau pathophysiologisch gefährlich vom Virus. Das ist ja ja, wie man sagt, Virulenzfaktor ist dieses Virus auch. Und sehr viele also Reaktionen des Körpers machen kann, die letztendlich gefährlich sind und uns krank machen. Wie weit dieses Spike-Protein, was wir sozusagen künstlich in unserer Zelle jetzt produzieren, dann im Körper, im Kreislauf freigesetzt wird oder durch Zellen, die auch vernichtet werden, sei es auch durchaus durch unsere T-Zellen und dann natürlich frei herumschwimmt, wie weit das natürlich dann auch als Virulenzfaktor bildet, ja, da haben wir noch zu wenig Daten, dass sozusagen wir einen Virulenzfaktor produzieren, der dann uns auch in bestimmten Situationen schädlich sein kann. Aber das erwarten wir hoffentlich, dass dort möglichst schnell neue Erkenntnisse kommen. Wenn jetzt also hört man ja öfter mal in den Medien, dass wenn eine Infektion durchlebt wird, dass dann der Impfschutz, also bezogen auf diese Spike-Antigen-Antikörper, deutlich niedriger ist, also sozusagen zu einem schlechteren Immunschutz führen würde. Ist das wissenschaftlich haltbar? Nein, das ist da denkt man falsch rum. Und das hat also sehr schön die letzte Untersuchung hier vom Paul-Ehrlich-Institut eigentlich gezeigt, mit der Universität Frankfurt zusammen. Und zwar haben sie sehr viele natürlich infizierte Personen mit SARS-CoV-2 verfolgt. Also PCR-Test war eindeutig positiv und dann über verschiedene Zeiträume bis 430 Tage nach der Infektion immer wieder Serumproben abgenommen und geschaut, wie ist die Antwort. Es ging darum auch, welcher Test ist am besten. Aber was diese Studie neben anderen Ergebnissen sehr schön gezeigt hat, ist, sie haben letztendlich dann gesehen oder aufgeteilt, die Probanden, dass diejenigen, die sehr krank waren, also wirklich auch eingeliefert waren im Krankenhaus, wirklich krank waren, schwere, dass die eine ganz, ganz starke Antikörperantwort gebildet haben und die teilweise auch bis 430 Tage nachher nachweisbar war. Diese Personen, die kaum krank waren, asymptomatisch, also sie haben einfach nur einen PCR-Test gehabt, weil ein Familienangehöriger eben erkrankt war oder ganz leicht erkrankt, also dass die also sehr variable Antikörpertiter hatten, die von gar nicht vorhanden bis sehr gering vorhanden bis moderat vorhanden reichten und dann auch sehr, sehr schnell wieder weg waren. Das heißt also, die Schlussfolgerung, ich habe wenig Antikörper, dann bin ich sehr gefährdet, ist eigentlich in diesem Fall falsch gedacht. Das zeigen auch viele andere Daten, sondern diejenigen, die infiziert waren und dann gar nicht die Antikörper bilden mussten, sind eigentlich diejenigen, die eigentlich gesünder sind, ja, weil die auch nur wenig Symptome haben. Also das konnte man sehr schön korrelieren, dass diejenigen, die wenig Antikörper gebildet haben, auch kaum Symptome hatten. Also ist nicht der hohe Titer sozusagen ein Zeichen einer guten Immunität, sondern ganz im Gegenteil sozusagen die Quittung für einen deutlich stark durchlaufenden Immunprozess, weil eine sehr verzögerte Immunantwort da wäre, weil sehr, sehr viele Viren sich haben vermehren können, weil die Viruslast, die Virulenz so hoch war, weil möglicherweise ein Zytokinsturm, wie hoch auch immer dieser Sturm gewesen sein mag, da gibt es bestimmt auch verschiedene Graduierungen, war und dann im Nachgang eine deutlich schwerere Schlacht, also schweres Erkrankungsbild stattgefunden hat, was sich dann auch in den Antikörpertitern und vermutlich auch in den T-Zellaktivitäten dann zeigt, oder? Ja, bei den Antikörpern ja und bei den T-Zellen wird es dann, können wir daraus schließen, auch dass es so adäquat oder genauso übertragbar ist. Es gibt sehr, ja, ich sage wieder sehr gute Analysen, aber das sehen wir aber auch selbst auch, dass diejenigen, die sehr, sehr schwer krank waren, eine sehr starke T-Zellantwort haben. Da kann man jetzt daraus nicht schließen, dass die T-Zellen schädlich sind, sondern nein, der Körper musste wirklich so viel tun, damit das Virus letztendlich bekämpft wird. Und er musste alles auffahren und immer wieder die T-Zellen noch weiter aktivieren. Und wir sehen also auch, dass diejenigen, die kaum eine Infektion hatten oder kaum so, klinische Zeichen hatten, dass die T-Zellen auch sehr schnell wieder aus dem Blut weg sind, wo wir sie nachweisen. Ja, das ist ja unser Test. Das heißt aber nicht, dass diese T-Zellen weg sind,
sondern die werden sicherlich dort sein, wo sie hingehören, und zwar im Gewebe, in der Lunge, dort, wo sie eben sofort wieder gegenüber SARS-CoV-2 oder ein Virus, was kommt, sofort wieder parat sind. Ja? Warum sollen sie also im Blut massiv sein? Ja? Also wir müssen da eigentlich immunologisch denken und sagen, ja, wenn wir sie im Blut nicht mehr nachweisen können oder mit unserem Testsystem, dann heißt das nicht, dass derjenige ungeschützt ist. Ne? Und jetzt geht es ja darum, wenn man in Bezug auf die Impfpflicht oder das, was ja momentan propagiert wird, heißt es ja, man soll 3-mal geimpft sein oder man müsse 3-mal Kontakt zum Virus gehabt haben, um darüber eine gewisse Spezifität und Qualifikation der Antikörper und der T-Zellbildung haben. Und nehmen wir mal an, wir würden das jetzt nachweisen können und wollen. Also sagen wir zum Beispiel SARS-CoV-1, gibt es ja Veröffentlichungen, dass man 17 oder 11 Jahre zurück immer noch T-Zellen, Antikörper nachweisen könnte, dass es mit den saisonalen Coronaviren eben möglich ist, und wir hätten eben aktuell das SARS-CoV-2 mit seinen verschiedenen Variationen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, mit den saisonalen Schnupfenviren im Kindergarten Rotz Kontakt hatte, dann hatte man also meinetwegen Erstkontakt mit den Coronaviren, dann hatte man möglicherweise jetzt einen Infekt gehabt und dann hatte man möglicherweise auch davor zu SARS-CoV-1 einen gehabt. Aber wie kann man denn jetzt diesen Infekt und diese Immunität nachweisen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, wie Sie auch sagen, 3 Kontakte, wenn man schon sagt, dass eventuell 3 Kontakte notwendig sind, um eine sehr gute T-Zellantwort zu haben, um die Antikörper spezifisch zu haben, dann ist die Frage, ja, welche sind denn die 3 Kontakte? Es müssen ja nicht nur Impfung sein und der nachgewiesene SARS-CoV-2. Es kann genau wie Sie schon gesagt haben, eben die normalen Coronaviren sein, die Kreuzreaktivität zeigen, dass wir auch SARS-CoV-2 bekämpfen können. Es können wieder Kontakte sein, die wir gar nicht mitbekommen, weil wir ja schon einmal jetzt genesen sind, dass wir vielleicht ein bisschen Halsschmerzen haben, das aber gar nicht jetzt zum PCR-Test laufen, und dann haben wir schon wieder einen Kontakt. Das heißt, wie kann man diese Kontakte wirklich nachweisen und vor allen Dingen auch die Qualität dieser Kontakte? Wir können natürlich mehr, also im Moment machen wir natürlich nicht nur wir, sondern auch andere Labore machen einen bestimmten T-Zellentest. Das heißt, wir nehmen das Blut, ärgern diese oder teilen das Blut auf in einmal eine Kontrollreaktion und dann in eine Reaktion, wo wir dann SARS-CoV-2-Peptide geben und schauen nach, gibt es dann also eine Reaktion, sind dort Zellen drin, die darauf reagieren können. Wir erkennen von eigenen Untersuchungen auch, dass dieser Test teilweise negativ ausfällt, obwohl diese Leute eine sehr gute Immunität hatten oder sehr, sehr gesund sind. Ganz einfach aus dem besagten Grund, dass diese T-Zellen sich aus dem Blut zurückziehen. Ja, sie sind dann dort, wo sie hingehören, in der Lunge, im Gewebe und so weiter. Diese Publikationen oder diese Arbeiten, die aber zeigen, dass man über viele Jahre diese T-Zellen haben kann, die machen ein bisschen anderes Verfahren. Und zwar wird dort, das wird jeder Immunologe nachvollziehen können, wird man erstmal die gesamten Memory-T-Zellen, also Gedächtnis-T-Zellen, werden erstmal vermehrt, so eine Woche lang. 1 Woche bis 10 Tage, das variiert immer. Und zwar kann man das machen, indem man Interleukin-2, also einen Stimulus dazu gibt, dann kriegt man die vermehrt. Und dann setzt man erst den Test, den man jetzt eigentlich macht, rein. Das heißt also, wir haben ja eine ganz andere Sensitivität. Ja, wir können auch geringste Konzentrationen an den Memory-Zellen erkennen, wie ja auch die Arbeiten das zeigen. Also das sind einwandfreie immunologische Techniken. Wie gesagt, aber es ist wohl doch notwendig, wahrscheinlich diese Vorvermehrung eben durchzuführen, weil wir sonst eben nicht sensitiv genug sind, wie bei vielen Testen halt auch. Ja, und dann kann man natürlich noch, jetzt geht ins Detail, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so weit ausführen, gibt es natürlich auch noch, dass man die Qualität der T-Zellen analysieren kann. Sind es mehr CD4-T-Zellen, sagen wir für die Immunologen, die jetzt zuhören, sind es mehr CD8-T-Zellen, TH1-T-Zellen, zytotoxische T-Zellen, das kann man analysieren, wenn man sagen möchte, ja, ich möchte genau eine Qualität nochmal genauer analysieren, ja. Aber das ist dann, geht jetzt hier zu weit. Würde ja auch über die Fragestellung des Nachweises der verschiedenen Immunitäten, also der Kontakte,
hinausgehen. Im Moment geht es ja vielen Menschen auch darum, dass sie sagen, so, ich habe 3 Kontakte gehabt, das ist gefordert und das würde ich jetzt gerne nachweisen. Und das wäre mit diesem Testprogramm, was Sie gerade beschrieben haben, also man nimmt das Blut, man inkubiert es mit Interleukin 2, man wartet, ich schätze mal bei 37 Grad im Blutschrank dann eben eine Woche oder 10 Tage und gibt dann das SARS-CoV-1, 2 und saisonale Corona-Antigen dazu und guckt in den 3 verschiedenen Pöttchen, was passiert da. Gegen neutrale Messung, also Nullmessung und allgemeine Aktivität. Genau so. Da gibt es, wie gesagt, das basiert auch auf Analysen, dass man eben gefragt hat, was bringt denn eine neue Impfung, was bringt eine Impfung zu den Genesenen? Ja, da gibt es durchaus, also wie gesagt, diese Untersuchungen, die haben also Personen gehabt, die wussten sie, dass sie genesen sind, haben bestimmt, wie sind die T-Zellen, wie sind die Antikörper, haben dann also einmal eine Boosterung gemacht oder zweimal sogar, also einmal geimpft und nochmal geimpft und haben das wieder bestimmt. Und da haben sie eigentlich gesehen, dass natürlich die Antikörper ansteigen durch die Impfung. Ja, das wissen wir, das ist so. Die T-Zellen aber keine Verbesserung mehr haben. Ja, also das wird nicht mehr verbessert. Und bei der zweiten Impfung wird auch nichts mehr verbessert. Ja, das also reicht eigentlich schon. Und diejenigen, die aber jetzt quasi nur geimpft waren, die haben dann teilweise durch die Boosterung die Qualität bekommen, die ein Genesener schon am Anfang hatte. Ja, also man kann die Qualität der T-Zellen genau analysieren. Ja, was ist das Maximum? Und jetzt sind aber dann die T-Zellen bei dieser Art der Impfung ja quasi nur auf das S-Protein spezifiziert. Ja. Und Impfstoff, auch dieses Novuxavit, was ja momentan da ist, würde ja auch nur auf die S-Proteine gehen. Und was jetzt für Ende des Monats März ja zumindest im Januar angekündigt wurde, wäre dann ja auf ein Ganz-Virus, vergleichbar mit dem von Sinopharm und Sinovac oder Coronavac, wie sie alle heißen. Also Dinge, die das Ganz-Virus beinhalten und müssten dann ja in der T-Zellantwort, aber auch in der Antikörperantwort ja deutlich breiter aufgestellt sein. Auf jeden Fall, ja, genau. Das ist auch durchaus wichtig, weil, wenn man jetzt vielleicht nochmal einen Satz für die Pathophysiologie verlieren darf, ist, dass gerade auch die Nukleokapsid-Proteine eine sehr wichtige Rolle spielen, dass nämlich diejenigen sind, die unsere Mitochondrien schädigen. Ja? Also eine Immunantwort, die genau auch diese Strukturen erkennt, ist äußerst notwendig. So, jetzt haben wir ja einen Hinweis, dass sich hier trotz allem ja noch niedrige neutralisierende Antikörper-Titer finde bei dem Patienten. Der würde ja also nach den allgemeinen Regeln der Immunität hier gar keinen ausreichenden Impfschutz haben, wenn man sich nur um diesen Wert kümmert, den er vielleicht noch erreicht, aber der sicherlich auch wieder abfallen wird. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, der Patient wird vermutlich nicht merken, wenn er sich wieder infiziert, aber einrichtungsbezogene Impfpflicht bezieht sich ja in der Begründung darauf, dass dadurch verhindert werden soll, dass man andere Menschen, gerade vulnerable Gruppen, anstecken kann. Und jetzt ist ja belegt, dass eine Immunität durch die Impfung, aber auch natürlich hierdurch nicht zu einer sterilen Immunität führt. Und es gibt ja Studien, die zeigen sehr wohl, dass Geimpfte als auch Ungeimpfte, wenn sie sich denn infizieren, gleich hohe Viruslasten haben und damit ja letztendlich auch Viren übertragen können. Die Genesenen ja im Wesentlichen seltener neu infiziert und neu erkrankt als Geimpfte. Trotzdem sind aber auch die ja nicht steril immun. Was also wäre jetzt in der Quintessenz aus diesem Wissen zusammenfassend zu formulieren in Bezug auf die Begründung, also einer stichhaltigen Begründung einer notwendigen Impfung? Ja, also die einrichtungsbezogene Impfpflicht hatte ja als Grundlage, als Hypothese, als Ausgangsannahme, dass durch die Impfung eine Übertragung des Virus nicht mehr möglich ist. Da haben sich aber ist ja eindeutig gezeigt worden, dass Geimpfte durchaus das Virus auf andere übertragen können, selbst wieder infiziert werden können. Das sieht man jetzt ja im Moment besonders stark
und aber auch dann das Virus auf andere übertragen können. Genesene werden seltener oder sehr selten neu infiziert. Und dann haben wir die Ungeimpften, sagen wir auch ungeimpft und ungenesen, also etwas. Und wenn man diese Gruppen vergleicht, dann muss man sagen, dass auch da gibt es eigentlich keine Diskussion, dass sowohl die Geimpften als auch die Ungeimpften das Virus gleichermaßen, wenn sie infiziert sind, übertragen. Also der Geimpfte hat keinen Vorteil, also beziehungsweise schützt sein Gegenüber nicht mehr als ein Ungeimpfter, der infiziert ist. Ja. Das heißt, hier gilt im Wesentlichen Abstand, regelmäßiges Testen, Maske, Händehygiene. Genau, da muss man natürlich sehen, dass man, wenn man eine gefährdete Gruppe hat, beim Einrichtungsbezogenen, natürlich ist das ja der Sinn, Kranke, Leute, die gepflegt werden müssen, die schon ein bestimmtes Alter haben, die dann besonders gefährdet sind, dann muss man eben diese Masken, FFP2-Masken zum Beispiel natürlich nehmen, Händedesinfektion. Und was bis jetzt eigentlich so gar nicht so in Betracht gezogen wurde, ist natürlich auch durchaus eine Sterilisation der Luft oder eine Umwälzung mit zum Beispiel UVC, LEDs oder wie man es auch immer dann technisch macht. Also was ich erfahren habe, sind die Techniken da, die würden die Viruslast enorm runterregulieren, also minimieren können. Würde aber ja dazu führen, wenn man ständig solche Reinigungsprozesse machen würde, man zu den, sagen wir mal, ganz normalen Kommensalen überhaupt keinen Kontakt mehr bekäme und ähnlich wie durch das dauerhafte Tragen der Maske, sein Immunsystem ja auf das, was eigentlich einen umgibt, kaum noch ein Training hätte. Naja, diese physikalischen Desinfizierungsmöglichkeiten würden ja im Innenbereich stattfinden, um diese besonders gefährdete Population zu schützen. Draußen haben wir das ja nicht, ja. Da haben wir weiter die Möglichkeit, uns mit normalen Kommensalen zu infizieren, beziehungsweise dass unser Immunsystem ständig etwas aktiviert wird. Ja. Dann wäre also, wenn wir es auf den Punkt bringen, das Ganze im günstigsten Fall ein Selbstschutz, wenn man der Impfung folgt und damit im Grunde genommen der Eigenverantwortung des Einzelnen zu übermitteln oder zu übertragen. Ja, wäre ein Selbstschutz. Und eine Impfung ist ja nicht frei von Nebenwirkungen. Wir wissen ja, die bekannteste sind die Herzmuskelentzündungen, viele andere sind aber durchaus auch bekannt. Gibt ja diesen Bericht von der Krankenkasse, Provita heißt sie, glaube ich, die ja so exemplarisch mal hochgerechnet hat, was es an Nebenwirkungen geben kann. Vieles davon wird ja gar nicht als echte Nebenwirkung bewertet, weil man sagt, naja, etwas mehr Arbeitsunfähigkeitstage als arbeitsunfähig durch Erkrankung ist ja hinzunehmen und keine echte Nebenwirkung, die jetzt ein Problem darstellt. Aber trotzdem führt es ja zu einem Krankheitsgefühl und zu möglicherweise, es gibt auch eine Reihe von Menschen, die danach wirklich erschöpft sind. Autoantikörper gegen agonistische Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren bilden können. Auch Autoimmunerkrankungen, zwar selten im Bereich der Leber, aber viele Dinge sind denkbar, sodass die Frage mit dem Erkenntnisstand von heute, nicht von vor einem Jahr, wo das beschlossen wurde, ja eigentlich heißen müsste, Durchimpfen der Bevölkerung bricht keine Welle und verhindert auch nicht eine neue. Man kann es so zusammenfassen. Wie gesagt, es gibt immer noch bestimmte Gruppen, wo man sagen könnte, ja, die Impfung macht jetzt wenig Nebenwirkungen und kann nur schützen. Die gibt es sicherlich. Die muss man aber genau identifizieren. Und man hat sie ja schon identifiziert. Das sind dann, wie gesagt, wirklich die sehr Alten, vielleicht über 80 oder über 70. In der anderen Bevölkerungsgruppe können wir die Zusammenfassung genauso stehen lassen. Und müssen dann aber in der älteren Gruppe auch dafür sorgen, dass wir die Möglichkeiten der Immunantwort auch erreichen und das nicht durch Mängel von Vitamin D oder mitochondrialen Mikronährstoffen der Schuss ins Leere geht. Das ist ja sowieso ein Punkt,
Das heißt, dass man sich doch sehen muss, dass die Immunantworten adäquat sind, weil eine Impfung, die das erzielen soll, was sie erzielen, also das erzielt, was sie auch erzielen soll, ist abhängig von einem gut funktionierenden Immunsystem. Ja. Ich habe jetzt noch eine Veröffentlichung gelesen, Sie glaube ich auch, wo man ins Feld führt, dass bei diesen älteren Menschen wohl noch eher als bei jüngeren Menschen Antikörper gegen das Interferon vorhanden sind, die sozusagen unabhängig von den mitochondrialen Mikronährstoffen, eine adäquate Immunantwort verhindern können und dass man das gegebenenfalls als Screening-Methode einsetzen sollte. Können Sie da vielleicht noch ein Wort drüber verlieren? Ja, bei SARS-CoV-2, aber auch bei vielen anderen viralen Infektionen ist halt die Gamma-Interferon-Antwort extrem wichtig. Und da kann man also auch sehen, Personen, die auch aus genetischer Seite her, also von der Genetik her, oft nicht in der Lage sind, ordentlich Gamma-Interferon zu bilden. Da gibt es einige Gruppen, dass die besonders gefährdet sind. Das heißt also, die Gamma-Interferon-Bildung ist ein ganz wichtiger Standbein für die gute Abwehr. Und diese Gamma-Interferon-Produktion oder ob man in der Lage ist, das adäquat zu machen, kann man auch analysieren, indem man seine Blutzellen aktiviert mit viralen und bakteriellen Aktivatoren. Das sind also allgemeine PAMs und DAMs, wie man es nennt, also bestimmte Pathogen-associated Moleküle und schaut, ob die Gamma-Interferon-Antwort adäquat ist. Das macht man zum Beispiel auch bei den Autotransplantierten. Wenn Transplantierten zu sehen, wie sieht es aus oder dort ist noch die Intention, dass man es ein bisschen anders reduziert, dann die Immunsuppression. Also das wäre also ein sehr adäquater, guter Test, zu sehen, wie gut ist überhaupt die Gamma-Interferon-Bildung der Zellen und dann zu sehen, wie ist derjenige auch dann auch gefährdet. Und dann muss man überlegen, wie man es optimieren kann. Und ein anderer Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, ja, ist natürlich Autoantikörper gegen Gamma-Interferon sind natürlich ein Punkt, die den Gamma-Interferon-Antwort wieder reduzieren. Das heißt, wenn die Autoantikörper da sind, ist das schlecht. Das heißt, die die Virusabwehr ist nicht optimal, beziehungsweise auch die impfinduzierte T-Zellen können nicht adäquat reagieren, ja, wenn welche da sind. So gesehen hätte man also zwei Teste eigentlich. Einmal die Messung der Autoantikörper gegen Gamma-Interferon, sehr wichtig, und einmal vielleicht auch die Kapazität, überhaupt Gamma-Interferon zu produzieren auf einen viralen beziehungsweise bakteriellen oder mikrobiellen Stimulus. Also wäre das im Grunde genommen eine Empfehlung für die Zukunft, wenn man vulnerable Gruppen als wirklich vulnerabel detektieren möchte. Und diejenigen, die dann dort diese Schwachstelle haben, profitieren quasi nur von Passivschutzimpfungen in ihrem Umfeld, während die eine gute Antwort haben, also genügend Interferon Gamma bilden können und keine Autoantikörper gegen das Interferon Gamma oder Gamma-Interferon haben, dann auch von einer Impfung profitieren würden. Ja, das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt. Ist das dann im Grunde genommen auch zu beziehen auf diejenigen, die dann Gürtelrose entwickeln im Alter oder wird ja jetzt auch beschrieben, junge Menschen nach Impfungen, häufig 20, 30 Jahre entwickeln häufiger Gürtelrose als vorher. Ist das vielleicht auch in jungen Jahren dann schon so ein Punkt? Sicherlich, also das sollte man jetzt nicht nur auf die ältere Generation oder die sehr vulnerable Generation beziehen, sondern durchaus, wie ist das Immunsystem insgesamt, in welcher Situation ist es, also in welcher Lage ist es überhaupt, Viren zu bekämpfen. Weil wir haben natürlich auch das kann man nicht abstreiten, natürlich auch unter Jüngeren durchaus manchmal fulminante Verläufe, ob es jetzt eine nicht entdeckte chronische Erkrankung ist, die man nicht sehen hat, oder ob es wirklich ein Schwachpunkt in der Gamma-Interferon-Bildung ist, wissen wir jetzt nicht, aber man sollte es auf jeden Fall analysieren.
Vielen Dank für diese wieder sehr prägnanten wissenschaftlichen Aussagen, die man ja sich sonst nur sehr mühsam in der Literatur irgendwo zusammensuchen muss. Und dann fehlen eben auch noch die Ausführungen einer erfahrenen, damit arbeitenden und arbeitenden ist, glaube ich, das richtige Wort, und immer wieder bewertenden Person. Und liebe Zuschauer, ich glaube, wir haben Ihnen hier wieder etwas geliefert, was Sie in den klassischen Medien so nicht zu hören bekommen. Und für all diejenigen, die aus dem medizinischen Sektor kommen, haben wir wieder mal ein bisschen was über Immunität gelernt. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie uns gewogen und es kommt bestimmt auch mal wieder was Neues. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wissenschaftliche Expertise. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke Ihnen.